Begrifflichkeiten des Performers, äh, ne, das ist in der Regel immer die Geschäftsführung des Balance-Typen im Bereich Sicherheit, dann Harmonie, Beziehung, Stimulanztyp. Ich kann zum Beispiel immer sagen, ich bin hier oben in diesem Bereich Stimulanz ganz klar unterwegs. Solche Performer-Gene habe ich nicht. Weil das oft eher sehr starkes Leistungsdenken ist. Und das ist halt eins. Und das nächste, was ist, das finde ich fast mittlerweile noch spannender, das ist so eine Zuordnung nach Friederike Fabricius. Die hat auch ganz tolle Bücher dazu geschrieben. Da geht es um unsere Neurosignaturen. Und das sind dann eben die Neurotransmitter, Dopamin und Serotonin und die Hormone Testosteron und Östrogen. Und da gibt es einige spannende Erkenntnisse, was vor allen Dingen so manche Männer vielleicht auch schocken wird. Denn es gibt Frauen mit einer Testosteron-Neurosignatur und es gibt Männer mit einer Östrogen-Neurosignatur. Und deswegen sind die Hast du da Beispiele dafür? ja, genau. Es gibt sogar ein ganz berühmtes Beispiel, was ich ganz spannend finde. Also erstmal nochmal, was sind überhaupt Neurotransmitter? Das sind so Moleküle, mit deren Hilfe dann das Gehirn so Botschaften zwischen den Nervenzellen, sogenannten Neuronen, und von den Neuronen dann wieder an die Muskeln weiterleiten. Ne? Und wenn wir uns jetzt mal diese verschiedenen Neurosignaturen angucken, und da passen dann eben wirklich die Werte perfekt zu. Ne? Also bei einer Dopamin-Neurosignatur sind das zum Beispiel so Persönlichkeitszüge, die mit diesem System assoziiert werden und damit eben auch die Werte, die einem wichtig sind. Ähm, Das sind zum Beispiel Menschen, die sehr neugierig sind, tatkräftig, zukunftsorientiert. Ne? Sie sind schnell gelangweilt und immer so auf der Suche nach einem nächsten spannenden Projekt. Einer der bekanntesten, die es da gibt, ist Richard Branson. Der bewegt sich voll in diesem System. Ne? Mhm. Menschen mit so einer Serotonin-Signatur, die sind sehr zuverlässig, detailversessen, umsichtig, loyal, aber die brauchen eben Routine und Struktur, um auch das Potenzial auszuschöpfen. Und sie mögen eben Beständigkeit und Stabilität. Und hier sieht man vielleicht schon, warum stehen die gegenüber. Ne, der eine, der immer was Neues braucht, der immer auf der Suche ist nach neuen Ideen, immer ständig mit was Neuem kommt. Ich bin so ein Typ und wir haben ja auch mal mehrere Mitarbeiter gehabt und ich habe dann meine Mitarbeiter auch, weil einige von denen in der Serotonin-Neurosignatur waren, total überfordert. Mir war das überhaupt nicht bewusst. Ich habe mir gedacht, wieso raffen die das nicht? Mhm. Und aber die kamen mit meiner Art, ständig was Neues zu haben, nicht zurecht, weil die eben so eine gewisse Stabilität brauchten und Beständigkeit brauchten. Aber ich brauchte die wiederum, weil sonst wäre ich irgendwann ne, total Ja, klar, wenn abgedriftet. du immer nur nach Neuem läufst, Ja, läuft auch die Gefahr, dass du in den roten Bereich kommst, ja, sozusagen. genau. So. Und jetzt kommen wir zu den anderen beiden, ne, zu den Hormonen. Das ist eben Menschen mit einem ausgeprägten Testosteronsystem. Das sind sehr nüchterne, taffe, so verstandsorientierte Typen. Sind sehr direkt und sie haben vor allen Dingen Spaß daran, Macht auszuüben. Ähm, Weiterhin sind sie oft sehr analytisch und nutzen auch Systemdenken. Das ist jetzt auch vielleicht nochmal wichtig, weil das Gegenpart auf der anderen Seite, ne? Und bei denen wird so ein Problem gelöst, indem man es eben so logisch schlüssig einen Schritt nach dem anderen macht. Und ein klassischer Vertreter ist Steve Jobs. Mhm. Und jetzt kommen wir nämlich zu der Östrogen-Neurosignatur. Und Menschen, die so ein aktives System im Gehirn haben, sind sehr empathisch, sind gut darin, persönliche Beziehungen, Gemeinschaften aufzubauen. Aber diese Neurosignatur versteht sich eben auch sensationell gut auf nichtlineares laterales Denken, ne, bei dem ein Problem aus mehreren verschiedenen Gesichtswinkeln betrachtet wird, bis sich eben neue Einsichten ergeben. Und laterale Denker können ja auch so langfristige Folgen einer Entscheidung gut vorhersehen. Ne? Beispielsweise, Mhm. ich würde tatsächlich sagen, Robert Habeck gehört dazu. Aber der Fun Fact ist, dass der zweite Apple-Mitgründer, Steve Wozniak, genau diese typischen Persönlichkeitsmerkmale gezeigt hat. Eines lateralen Denkers und auch sehr Beziehungskultur
mäßig. Und der hat ja selber mal in einem Interview 2020 gesagt, dass er ganz anders als Steve Jobs nie irgendwie hungrig nach Ruhm, Macht oder Geld gewesen sei, ne? Aber am Ende sind diese zwei erst auf den ersten Blick gar nicht zusammenpassenden Menschen der Grund gewesen, warum so ein Unternehmen wie Apple so groß werden konnte. Mhm. Diese unterschiedlichen Denkweisen haben dazu geführt. Am Ende haben sie sich natürlich trotzdem irgendwo auch verkracht, ne? Und Steve Wozniak wurde erstmal raus und dann wieder Steve Jobs. Ähm, Ich glaube, beiden war selber gar nicht so klar, wie das funktioniert. Aber wir können eben hier dran sehen, wie wichtig das ist, dass ich vorzugsweise, wenn ich als Geschäftsführung, kommen wir gleich auch noch zu, ich glaube, das ist die nächste Folie, genau. Die Mhm. Geschäftsführer bewegen sich nämlich ganz stark, sagen wir, zu 70, 80% in dem Bereich. Viele Geschäftsführer haben so eine Testosteron-Dopamin-Prägung. Das passt sehr gut zusammen, ne? Und warum denen es nichts bringt, wenn sie sagt, wenn ich noch 5 Leute von meiner Art hätte, dann wird der Laden laufen. Nein, wird er nicht. Ja. Ich brauche eigentlich alle anderen auch. Ne? Und wenn man sich manche Berufe anguckt, dann weiß man auch, wo die sich bewegen und warum die da sind. Leiter Einkauf, die sind oft auf dieser Schnittstelle zwischen Leistung und auch so ein bisschen Macht haben, aber eben auch Verwaltungskultur. Die Betriebsleiter, Produktionsleiter, ganz klare Typen hier in diesem Bereich mit einer Tendenz natürlich auch zur Sicherheit. Leiterpersonal immer wieder gerne in der Beziehungskultur und Marketingleute natürlich ganz klar. Auch Erfinder bewegen sich hier oben. Ne, das sind so Hedonisten, Stimulanztypen. Immer Mhm. was Neues, immer gucken, was geht. Und wenn ich mir das dann mal angucke, ich kann ja sogar Fußballverein, ich kann übrigens auch Automarken, ich kann alles hier einordnen. Ne? Fußballmarken, glaube ich, wird jeder bei Bayern München sofort sagen, ja klar, ganz klare Leistungskultur, mir sant mir, ne? Ist Ja, immer noch der Spruch. Und genau gegenüber Borussia Dortmund, weißt du, was denen immer noch ihr Spruch ist, Leitbild? das weiß ich nicht. Echte Liebe. Aha. Borussia Dortmund steht echte Liebe, ne? Die Dortmunder, auch wenn das mittlerweile ein Aktienverein sind, trotz alledem. Stuttgart hat so eine leichte Verwaltungskultur, furchtlos und treu. Die Ja, die kenne ich. Freiburger, Ja. die Freiburger nennen sich die Breisgau-Brasilianer. Und Ja. hier Die so richtig Eisernen, die raus. FC Union, die Eisernen, klar, die kenne ich Ja, auch. genau. So, das heißt, das funktioniert hervorragend. Ne? Übrigens war Mhm. mal Mercedes hier oben und die sind dann irgendwann runtergewandert in diesen Sicherheitsbereich. Also das war eine ganz spannende Entwicklung. Aber BMW wäre ganz klar hier oben in diesem Bereich. Ne? Mhm. Opel wäre hier, VW eher so in diesem Bereich. Also und dann musst du dir mal angucken, wer fährt eigentlich welches Auto, ne? Ja, Und ich glaube, das ist wahrscheinlich deshalb spannend, wobei die Diskussion das müssen wir vielleicht heute mal rausnehmen, ja, weil ich kann mir auch vorstellen, aber vielleicht hast du eine kurze Antwort. Ich sage mal auf diese These. Kann mir vorstellen, es gibt durchaus einmal die Überdeckung von Automarke und Personentyp einerseits, hm, aber es gibt, glaube ich, auch genau das Gegenüberliegende. So nach dem Motto, der eine ist, ich sage mal, hier in dem Beispiel Typ Beitrag leisten und will aber auf der anderen Seite mal auch die Abwechslung und Vielfalt sozusagen fahren. Also sprich ja. so das Gegenstück. Aber das ist jetzt mal eine völlig unempirische Meinung dazu. Nee, das ist ja tatsächlich, wenn zum Beispiel ein Geschäftsführer eine starke Testosteron, Dopamin, Ausprägung hat, ne? Ich gehe da nochmal zurück, so eine, da auch Anteile hat, dann fährt er womöglich auch mal BMW. Und Ja, nicht nur Mercedes oder wie hier in dem Bereich eben Audi. Ne? Audi ist ja so ein ganz klassisches Ingenieursauto. So, das kann schon sein. Übrigens, vielleicht hier noch eine Anmerkung, was Diversity angeht. Was wir eben in Unternehmen brauchen, ist nicht eine Diversity nach Aussehen, nach Äußerlichkeiten, sondern eine Diversity im Gehirn. Es gibt viele Vorstände, die sind dann ganz stolz, dass sie eine Frau dabei haben und sagen, ja, guck mal, wir sind doch divers, ne? Wir haben eine Frau im Vorstand,
Aber wenn die eine Testosteron-Neurosignatur hat, und das gibt es, und das ist keine Beleidigung, die kann ja auch nichts dafür. Die tickt so, wie sie Ja, ist. So, aber die hat eine Testosteron-Neurosignatur, dann ändert sich in dem Unternehmen gar nichts, weil die passt sich ja nahtlos in das Denken der anderen ein. ja. Und ich brauche eigentlich genau das Entgegengesetzte, damit sich womöglich in dem Unternehmen etwas bewegt oder eben eine Vielfalt tatsächlich reinkommt. Das heißt, die Vielfalt im Gehirn ist ja das, was wir benötigen, nicht die Vielfalt im Aussehen. Also sie ist auch schön, aber ähm, das ändert erstmal nichts an der strategischen Ausrichtung. Jetzt Ich, habe ich doch zwei Punkte. Bleib mal noch kurz bei diesem Chart, bitte, wo die Führungskräfte drauf sind. Oder beziehungsweise hier ist es auch okay. Ähm, Das eine war, wenn ich jetzt diese Vielfalt managen muss, also jetzt nochmal auf Blick der Werte. Ich muss ja versuchen, eine Wertekultur aufzubauen, die letztendlich dann die Mehrheit meiner Mitarbeiter folgen, gut finden, diese Stichwort kostenlose Führungskraft. Und gleichzeitig muss ich als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin, die vermutlich Entschuldigung, Testosteron gesteuert ist, muss ich die anderen Signaturen organisieren, moderieren. Und das ist, glaube ich, vielleicht auch eine Herausforderung im Rahmen der Wertediskussion, weil kann das ein Testosteron gesteuerter Mensch, jetzt mal Männlein oder Weiblein, das haben wir dahingestellt, oder bieten sich da noch ganz andere Typen an, um das auszutarieren und zu balancieren, dass eben am Ende das Gesetz der erforderlichen Vielfalt auch wirksam wird? ähm, ich versuche es mal von der anderen Seite. Ich habe mir mal im Laufe, ich bin ja auch in vielen Unternehmen jetzt in 32 Jahren unterwegs gewesen, auch Konzernen. Ich habe mir irgendwann den Spaß gemacht, weil ich beschäftige mich mit diesem Thema Werte, Unternehmenskultur seit so 2008, 2009, 2010 bin ich in die Wertkommission eingetreten. Da war ich lange Zeit Future Circle Member im Zukunftsinstitut. Da kriegt man ja auch nochmal so eine ganz andere Sicht. Und da habe ich mir irgendwann immer gesagt, so, ich gucke jetzt mal, ob ich in den nächsten 5 Minuten, wenn ich in so ein Unternehmen neu reinkomme, denen sagen kann, haben die eine gute Unternehmenskultur oder nicht. Ist mir immer gelungen. Mhm. Und das nächste, was ich dann mal geguckt habe, wie ist eigentlich der Geschäftsführer aufgestellt? Und in Unternehmen, die eine funktionierende Unternehmenskultur haben, wo die Werte gelebt werden, da der äh, hat der Geschäftsführer und haben auch viele Führungskräfte Coaches oder Mentoren. Und in den anderen Unternehmen, die eine, sagen wir mal, suboptimale Unternehmenskultur haben. Oder eine Unternehmenskultur hat jedes Unternehmen, ne, nur wie die jetzt Ja. ist, das ist die Frage. Also sagen wir mal suboptimal. Ähm, ich habe da mal einen Geschäftsführer gefragt, ob er eigentlich auch einen persönlichen Coach hätte. Der hat mich bald rausgeworfen. Das fand er eine Zumutung, dass ich Mhm. ihm sowas unterstelle, dass er einen Coach nötig hätte. Das wird er doch alles alleine regeln können. Und da kann ich sofort sagen, die werden das nicht auf die Reihe kriegen. Wie Werden du sie nicht. sagst, es gibt ja oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein, von dem österreichischen, aber letztendlich in Amerika lebenden Kommunikationsforscher. Man kann nicht kommunizieren sozusagen. Ja, Und Watzlawick. man kann auch keine Kultur, man kann nicht nein, man kann nicht eine Kultur haben sozusagen. Und Genau, absolut. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass ich als jemand, der in diesem Testosteronsystem auch stark verortet bin, einfach erkenne, das Lustige ist, das passt ja zusammen. Ich will ja Leistung. Ne? Ich mhm. möchte ja, dass das Unternehmen nach vorne geht und dass das funktioniert und. Aber am besten funktioniert das ja, wenn alle Leute eben an einem Strang ziehen. Und wenn ich dann alle dafür sorge, dass diese Leute halt glücklich und happy in ihrem Beruf sind und sagen, ja Mensch, das macht mir Spaß, ich setze mich hier ein und ich werde so gesehen, wie ich bin, auch wertgeschätzt. Hier kommt der Begriff Wertschätzung. Das ist das Wichtigste überhaupt, die Wertschätzung dafür zu haben, dass jeder eben äh, auf seine Art ja das leisten will, auch fürs Unternehmen, was er kann und auch macht. Und es gibt aus der Innovationskultur, ich habe mal Innovationsmanagement gelernt, gibt es das Innovation Greenhouse. Und da wird ganz klar gesagt, ich brauche die unterschiedlichsten Typen, um eine Innovation überhaupt nach vorne zu bringen. Mhm. Wenn ich nur den Visionär habe,
So, und er hat niemand anders an seiner Seite, wird er diese Innovation nie auf die Spur bringen. Wenn ich nur denjenigen habe, der sagt so, wir treiben das jetzt bis zum Äußersten voraus, dann wird das womöglich auch crashen, weil viele andere Sachen fehlen. Und ich brauche, um ein Unternehmen eben sinnvoll zu führen, brauche ich genau diese Typen hier. Ich brauche denjenigen, der so ein bisschen in der Verwaltungskultur ist. Ich brauche auch diejenigen, die in der Beziehungskultur die Leute zusammenführen. Und ich brauche die Leute, die eben neue Ideen haben und so. Aber jeder von denen hat ein anderes Wording. Und das, was die Das, Aufgabe dann hier ist das zu verstehen und zu sagen, ah, okay, ich bin so, ich ticke so und die anderen ticken aber so und das ist aber nicht schlecht, sondern die brauchen das eben auch. Ne? Der braucht eine gewisse Beständigkeit. Friederike Fabricius beschreibt das in ihrem Buch Flow at Work, sehr lesenswert. Da kommt das mit den Neurosignaturen auch vor, also kann ich nur empfehlen. Indem sie sagt, in ihrer Anfangszeit war sie mit jemand, der ja hier so ganz stark unterwegs war. Also jemand, der so auf dem letzten Drücker gearbeitet hat, kennen ja viele vielleicht auch. Ne? Also das war eine Riesenpräsentation, total wichtig. Und er kam am Abend vorher und sagte so, dann machen wir das jetzt mal eben. Sie war aber jemand, die sehr viel Stabilität und Beständigkeit braucht und hatte sich schon 2 Wochen vorher darauf vorbereitet, hatte das schon alles gemacht und das war auch alles fertig. Und dann sagt, guck mal hier, die Präsentation für morgen. Ja, wunderbar, dann schmeißen wir es jetzt mal alles um, so mehr oder weniger. Das hat die rasend gemacht. Da hat die gesagt, wie soll ich das denn morgen präsentieren, wenn ich habe mich so darauf vorbereitet. Und die haben sich dann eben irgendwann darauf geeinigt, dass er dann die Verantwortung für diese Präsentation übernommen hat und das dann auch gemacht hat. Und sie hat eben vorbereitet und der hat das dann eben nochmal so in der Nacht vorher nach seinem Gusto umgeändert. ja, aber da sind wir doch schon auch wunderbar, wunderbare Brücke zum, glaube ich, nächsten Thema. Ja, auch jetzt kann man sagen, mit diesem Bild, das wir jetzt mehrfach aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet haben, kann man Einordnungen machen. Wir wissen, dass wir diese Vielfalt brauchen, also dass es eben nicht darum geht, nur in der einen Ecke oder in der anderen Ecke stark zu sein, sondern dass man eben diese Vielfalt auch moderieren und ausbalancieren muss, um ein gesamtes gutes Ergebnis zu bekommen. Wenn ich jetzt Richtung Entwicklung von Werten als auch, wie kann ich sozusagen auch Handlungsrichtlinien bekommen oder Handlungsableitungen bekommen, wie kann man das dann von deiner Seite aus mal noch darstellen? Ja, ich habe hier noch ein kleines Beispiel, um zu zeigen, bevor ich dann dazu komme, weil Handlungsrichtlinien sind extrem wichtig Mhm. für Werte. Hier in diesem Beispiel vielleicht nur ganz schnell, das ist so ein Kundenbeispiel, wenn man Werte-Workshops macht, wir gehen ja über Storytelling, fallen ganz viele Sachen so. Aber es gibt immer dann irgendwann so Schwerpunkte und dann arbeitet man das weiter aus und guckt, wo ist eigentlich, wo sind so die meisten? Und dann, das hier ist eine NGO, die wollten tatsächlich, hatten die Idee, dass sie viel innovativer werden wollen und die innovativste auf dem Markt sein wollten. Und dann haben wir eben nochmal geguckt, wo stehen die eigentlich? Die sind natürlich unter einer großen Organisation, das war jetzt eine Teilorganisation, aber das vergessen viele Unternehmen auch. Es gibt natürlich eine Unternehmenskultur, aber jede Abteilung, jedes Team ist eine Subkultur. Und da muss ich Mhm. natürlich auch drauf achten. So. Und hier kann man jetzt schon sehen, da gibt es eine klare Häufung. Es gibt immer Ausreißer, aber wenn man dann eben tiefer reingeht, dann war hier ganz klar, Teamgeist, Wertschätzung waren die höchsten Werte, die wirklich man rausarbeiten konnte. Und es gab dann diese 3 Werte. Und das ist hier in dem Fall insofern interessant, weil das waren die 3 Geschäftsführer. Und wir haben in Mhm. dem Workshop schon gemerkt, da kriselt es zwischen den Führungskräften auf der zweiten Ebene und der Geschäftsführung ganz kräftig. Und wir wussten dann am Ende des Tages auch warum. Ähm, Da muss man natürlich aufpassen, aber da die sich komplett hier unten bewegen, waren das hier eher so Wunschwerte. Ne? Wir haben alle Wunschwerte, Gesundheit zum Beispiel, und trotzdem gehen wir abends am Kühlschrank und holen uns noch die Cola raus. Ja. Ähm, Das ist aber, wenn ich jetzt eben
mich hieraus bewegen möchte in diesem Bereich, weil, Moment, ich habe das genau hier. Das ist so der Bereich, wo sich Serviceführer bewegen, ne? Und ich möchte aber Innovationsführer werden. Dann weiß ich, ich habe gar nicht die Leute dafür, um das zu erreichen, weil weder die Werte noch die Persönlichkeitseigenschaften passen dazu, dass ich hier das habe. Wenn ich das haben möchte, brauche ich adaptive Werte. Das heißt, Werte, die ich erstmal einführen muss. Und das schaffe ich natürlich mit neuen Leuten. Und Mhm. dann muss ich das managen, damit es nicht kracht. Also das ist eigentlich so ein ganz spannendes Thema, was man hier übrigens auch sehen konnte, dass ist das hier. Jedem dieser Bereiche kann man sehr gut Führungsstile zuordnen. Und bei denen war auch ganz klar, die waren sehr empathisch, sehr persönlich, sehr freundschaftlich mit ihren Leuten, aber extrem unentschlossen. Die kamen nie auf dieses Thema, dass man mal jemand wirklich Kritik gegeben hat, weil das passte nicht zu denen. Die haben So das ist, sehr gut gemacht, ne? Die konnten ihre Leute gut kritisieren, hier die drei Geschäftsführer, die dabei waren, weil die aus so einem Bereich kamen, wo die Tendenz auch hierhin war. Und auch das ist eben etwas, wo man eben dann sehr schnell merken kann, wie ich mit Werten auch arbeiten kann, wenn ich einmal weiß, wie sind die Leute, dann weiß ich auch sehr schnell, aha, diese Führungskraft ist ja irgendwie zwar unheimlich nett zu den Leuten, aber irgendwie kommen die auch nicht weiter, weil der eben auch extrem in seinem Stil unentschlossen ist. ja, das ist dieses, ich will ja vor lauter Nettigkeit nicht Nein sagen. Das ist ja irgendwo so auch so ein Klassiker, Genau. der Und eine Rolle spielt. Und wenn ich mir dann das hier angucke, das ist so ein System nach Simon Sagmeister, das fand ich ganz spannend, ne? Eine Feedback-Kultur von Konfliktvermeidung zu gnadenloser Kritik, von du bist mir egal zu du bist mir wichtig, ist die grüne Beziehungskultur halt hier. Du bist mir zwar wichtig, aber ich vermeide lieber den Konflikt, während der testosterongesteuerte Performer hier ist bei der gnadenlosen Kritik, weil ihm ist das eigentlich egal, der soll ja leisten, der soll ja arbeiten, ne? Ja, Und ich genau. brauche eigentlich für so eine fürsorgliche Aufrichtigkeit, für eine wertschätzende Kritik, brauche ich eigentlich von beiden eine Mischung.